Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Sirene und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Oh mein Gott, und es geht schon los. No, 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 verdammt. Okay, let's fucking go. Wir sind hier bei Rens Premiere. Und ja, also Ren und Chris Webby. Und ich freue mich riesig. Und ja, geht es jetzt schon los? Oder noch nicht? Aber ich glaube, noch nicht. Ren ist dabei, Chris Webby ist im Chat. Alle irgendwie da. Und genau, auf meinem Kanal, nur mal kurz so nebenbei, während der Countdown hier noch runterläuft, ähm, dreht sich alles natürlich um die Musik, um die Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in den Song und alles, was sonst noch so dazu gehört. Und ich versuche, wenn möglich, so viele Perspektiven wie möglich aufzuzeigen, weil das, was Musik kann, ist uns miteinander zu verbinden. Ähm, Das heißt, wir haben oft genug das Gefühl, dass der Song irgendwie ganz persönlich etwas mit uns zu tun hatte, dass er für uns geschrieben wurde, dass er gerade richtig gut in unsere Zeit reinpasst. Und womit hängt das zusammen? Meistens damit, dass unser Gehirn ziemlich gut darin ist, zu projizieren und zu interpretieren. Und deswegen findet es immer irgendwelche Bedeutungen da drin, die es richtig gut mit uns connecten kann, mit unserer eigenen Geschichte connecten kann. Und ja, und ich verpasse den ganzen Kram, der hier im Hintergrund läuft, was ziemlich cool aussieht. Von daher mache ich jetzt einfach mal den Ton an. Und wir gucken mal. Ich bin so gespannt. Ja. Seid ihr auch bei der Premiere dabei? Ich bin so aufgeregt, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Aber es geht auch gleich los. Oh mein Gott. Let's go. Let's fucking go. Ja. I took my possession down the road. All that I own down the road. Set out at night time down the road. Down the road. Down the road. And with God as my witness down the road. There stood a man down the road. Dressed in the shadows down the road. With blood on his face. Down the road. There was something so familiar about him. Okay. A certain kind of aura pouring all around him. Looking fresh to death, his suit, it was astounding. I caught his eye and then I felt like I was drowning. Down the road. Standing at a crossroad and the dull glow of the lit bowl flickered silently, quietly tiptoed on the long road, and the man spoke to me quite excitedly. Hello, dear fellow. And he tipped his hat and he smiled invitingly. Who knows why you felt this, but I felt like someone lit a fire in me. And I felt my stomach turning, I turned and I tried to find the words inconcerned, and the feeling disconcerting. It's strange, but I felt this weird yearning, a craving for something that was urging me over. And then they start conversing. I reached out my hand, he shook it during. He leaned in and said something disturbing. All I gotta know is your desires. Is it fame or fortune you aspire? To get about this life that you've been living. Follow me, I'll walk you through the fire. I got every type of flavoring. You should see the budget of the catering. And I don't wanna come off as a salesman, but I got the taste that you've been savoring. Let your pain go, let the flames grow. I'll read every thought that's on your mind. Cause I know you got a name, so why don't you just write it on this line? Here I got a pen and everything. Who needs a wedding ring? I offer the divine. I don't think you fully understand, but I promise that you will in time, so just make a choice. So I stood frozen at the crossroads of time. Took hold of his paper and I leant down to sign. Oh. Pakt mit dem Teufel. I still remember back where I was from. See, I was the favorite, the morning sun. See, I had ideas, but they said they're too grand. So they casted me out without reason or doubt. Now there's blood on my hands. That's so fun. See, I've
I've been that one with the silver tongue. Yeah, they say I'm falling, but never run, following the calling. I've been all in with the barrel of a loaded gun, aimed at the masses, at their masses. Yeah, the darkness gon' get you. You can say a prayer if it helps you. That cross won't protect you from the light, bringing lost angel. Shit, I only came to entertain you, but since we made ourselves a deal, you gon' be my fucking puppet till it breaks you. I'ma chain you to the ground, I'll enslave you. Look around, ain't nobody coming here to save you. I'ma take you way down, cause yeah, I know I've been around, but still I got some shit to prove, and I don't really give a fuck how it's gotta happen, but just know that you gotta fucking deal with the devil written. So shut up and listen to play me some blues, and just know the choice that you made today will be the last thing that you ever choose. Geil. Jesus. This is why he is so good, right? He made a deal with the devil. Wir werden uns das auf jeden Fall nochmal angucken. Also, no way around that, but ich meine, die meisten werden wahrscheinlich den Film Crossroads kennen, so, wo es genau darum geht, ne? An dieser, an dieser, ne, jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Kreuzung, danke. Steht quasi der Teufel. Und es gibt es ja in vielen, vielen verschiedenen Filmen, nicht nur in Crossroads, auch in anderen Mystery-Serien. Ich als Nerd mit Supernatural-Serie und so, da gibt es auch Crossroad, wo der Teufel quasi steht oder jemand, der für den Teufel arbeitet, ein Dämon. Und der quasi diese Deals macht, wo man seine Seele verkauft, um etwas zu bekommen. Und meistens ist es so, dass dann nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren, die Seele eingefordert wird. Ich glaube, bei Supernatural war es irgendwie 10 Jahre oder sowas. Und dann kamen die Höllenhunde und haben dich dahin geholt, wo der Teufel auf dich gewartet hat. So. Und tja, wenn man jetzt ganz böse ist, vielleicht ist Ren einfach nur so genial und so gut, weil er diesen Pakt geschlossen hat. Und gleichzeitig macht es ihn krank. Das ist aber ganz schön böse Deutung, finde ich. Und dennoch kamen sie mir in den Kopf. Weil ich finde, also die Visuals sind ja grandios. Wer auch immer das gezeichnet hat, war grandios. Wirklich gut gemacht. Und man sieht in dem Video die Figur, auch jetzt hier das Standbild, was ich gerade drin habe, ne? Die Person sieht krank aus. Aber es kann natürlich auch eine andere Deutung geben. Nicht nur, dass die Person krank aussieht, sondern es könnte auch einfach sein, dass sie sehr erschöpft, sehr leer ist. Und das schon bevor sie überhaupt unterschreibt. So. Ja. Und das ist ganz interessant, ne? Es könnte sein, dass die Person sich leer fühlt, weil sie keinen Sinn im Leben hat. Oder weil sie nicht erfolgreich genug mit der Musik ist, die ihr Leben erfüllt mit Sinn. Und deswegen so vor sich hin struggelt und verzweifelt ist. Und ausgepowert ist bei dem Versuch, irgendwie Erfolg zu kriegen, irgendwie Geld zusammenzukriegen. Und deswegen bereit ist, diesen Pakt einzugehen, um endlich Erfolg zu kriegen. So. Ja. Spannend. So, und jetzt lasst uns aber nochmal schauen. Warte mal. Da sind ja schon ein bisschen die Teaser. Das sind, glaube ich, alles Bilder, die dann nochmal wiederkommen. Genau. So. Okay, wir starten nochmal.
took my possessions, Diese Stimme. all that I own, to set out at nighttime, down the road. And with God as my witness, there stood a man dressed in the shadows. Okay, lass uns hier schon mal Pause machen. Ich habe all meinen Besitz genommen und wir sehen ihn ja quasi nur mit 'nem Koffer da langlaufen. Das heißt, es ist nicht besonders viel, was er besitzt. Was wieder für die Theorie sprechen könnte, dass er nicht besonders erfolgreich ist. So. Hm, und wer weiß, aus welchen Lebensumständen er kommt. So, vielleicht hat er, 'ne Partnerschaft verloren, vielleicht war er jetzt endlich alt genug, um das Elternhaus zu verlassen und sein Glück auf eigenen Wegen zu versuchen. Ähm, vielleicht wurde er rausgeschmissen. Vielleicht ist der mit seinen Eltern gelebt, ähm, und die haben gesagt: „Tschüssikowski, mach dein Glück, wir können dich nicht weiter ernähren.“ Oder Eltern sind verstorben und der musste weiterziehen. Oder er will einfach wirklich auf die Reise gehen, um zu gucken, wo er Erfolg finden kann, wo er vielleicht in die nächstgrößere Stadt oder irgendwie sowas, ne, wo er, in die richtigen Locations oder in den richtigen Ort kommt. So, genau. Und dann kommt er eben an diese Weggabelung, hm, wo dieser eine Mann steht. So, und es ist ganz schön, dieses Bild „Dressed in the Shadows“, was wir hier gerade haben. Ähm, weil ich habe die ganze Zeit dieses Bild, ne, wie das wohl aussieht, „Dressed in Shadows“. Das heißt, eigentlich verschwimmt er schon quasi fast mit diesen Schatten, sodass es ihn quasi kleidet. Und wir sehen ja hier auch das Gesicht, ne? Durch den Hut sieht man das Gesicht eigentlich kaum. Man sieht nur so ein bisschen was vom Kinn. Hm, ja, lasst uns erst mal weiterhören. Man dressed in the shadows, with blood on his face. Dieses Lächeln. There was something so familiar about him. There was something so familiar about him. Und davor, was hat er davor gesagt? Moment. With blood on his face. Blood on his hands. There was something Genau. Dressed in the shadows with blood on his hands. Und dann kommt dieses gruselige Grinsen. Und dann dieses There was something so familiar about him. Und es kann sein, dass er sich darin wiedererkennt. Oder er erkennt den Teufel darin wieder. So. Oder ich meine, Teufel steht ja auch im Prinzip für, ne, tempting, irgendwas, was einen so ein bisschen lockt, verführt, sozusagen. Und dass er diese Verführung vielleicht schon kennt. Ähm, oder er kennt dieses Blood on his hands irgendwie schon. So. Vielleicht nicht im wahrsten Sinne des Wortes von Mord, sondern wie viel man dafür opfert, wie viel Freunde man vielleicht auf dem Weg opfert oder Menschen verlässt oder Menschen betrügt, um Erfolg zu haben mit der Musik. So. Oder sich selbst übergeht, über seine eigenen Grenzen, über seine eigenen Werte geht, um Erfolg zu kriegen. Und deswegen vielleicht das Blood on his hands. Lasst uns weiterhören. so familiar about him. A certain kind of aura pouring all around him. Hm. Looking fresh to death, his suit, it was astounding. I caught his eye and then I felt like I was drowning. Standing at a crossroads and the dull glow of the lit bowl flickers silently, quietly. Ah, Gott. So. Ich bin so aufgeregt und ich bin so freudig und es macht so viel Spaß, neue Ren-Songs zu entdecken. So und in diese Welt einzutauchen. Und das ist ja jetzt schon wieder eine andere Welt als die wir von Vincent kennen. Und gleichzeitig ist es ein ähnliches Thema, ne? Weil mit Vincent haben wir auch gerade ne, es war nicht Prolog, sondern, oder war es Prolog? Self-Portrait war es. Da spricht Ren ja auch schon quasi von Luzifer und dem gefallenen Engel. Und wie Luzifer quasi eigentlich mal als Engel gestartet ist. Und wir wissen ja
hier im Laufe des Songs wird das auch noch mal Thema sein, ne? Von daher gibt's da schon 'ne Connection irgendwie, die Ren gerne aufgreift. Und ich meine, in High Ren hat er das auch aufgegriffen, ne? Die Seite des Teufels oder die Seite des Bösen quasi, das, was einen runterzieht, gegen die helle Seite von Engeln und so weiter oder von Licht und von Hoffnung. Das heißt, Ren spielt relativ gerne mit dem Thema, was ich super schön finde, weil er spricht ja auch oft genug von Polarisation. So Dinge gegeneinander ausspielen oder gegeneinander werten. So, das ist gut, das ist böse, das ist richtig, das ist, falsch. So. Und das ist das, was wir auch mit dem Teufel machen, mit Luzifer gemacht haben, ne? Oder was die Gesellschaft gemacht hat, was die Religion gemacht hat. Feindbild erschaffen. Von daher, ich bin sehr gespannt noch mal auf die Geschichte von Luzifer, die Ren hier in dem Song noch mal aufgreift. Genau. Und dieses ja „I drown in his eyes", so dieses mich gleich reingezogen sozusagen, ne? Dieses gebannt und kann dem nicht entkommen. Und das ist ja manchmal so, wenn wir vom Teufel sprechen, dass er diese Verführung mit sich bringt, auch in allen anderen Filmen und Serien, wo es quasi um Luzifer geht oder um irgendeine Art von Teufel, dass sie alle neben dem, dass sie gruselig und böse sind, eben auch was sehr Verführerisches, was sehr Schmeichelhaftes, was sehr Reinziehendes quasi haben, ne, also, ja, ich lasse es so stehen. Weiter. Standing at a crossroad and the dull glow of the lit bowl flickers silently, quietly tiptoed on the long road and the man spoke to me quite excitedly. Hello, dear fellow. And he tipped his Hey. hat and he smiled inviting. Habt ihr das gehört? Dear Fellow, dieses Verzerrte. Oh, ich liebe das einfach, wie Ren das macht. Ja gut, wir können hier auch nicht alle 5 Sekunden Pause machen. Spoke to me quite excitedly. Hello, dear fellow. And he tipped his hat and he smiled invitingly. Who knows why you felt this, but Ich muss leider doch schon wieder Pause machen, aber dieses Bild, ne? Das zum einen zeigt es genau dieses Reingesogene, ne? Die Kreise, die man hier um die Augen sieht. Das hat schon fast so ein bisschen was Hypnotisches, wie man das so aus Filmen irgendwie kennt, aus Zeichentrickfilmen, wenn dann so diese ganzen Kreise in den Augen sind, wenn jemand hypnotisiert ist. Und gleichzeitig sieht man hier aber auch, wie die Augen komplett leer sind, also komplett weiß, keine Pupillen oder irgendwas zu sehen. Was auch diese Leere mit sich bringt, so, die entweder schon da ist oder die vielleicht jetzt dadurch, dass er quasi in den Sog oder in den Bann gezogen ist, reinkommt. Dass er nicht mehr komplett da ist, dass er nicht mehr richtig präsent ist, nicht mehr richtig klar denken kann, wenn er so in diesem verführten oder hypnotisierten Modus quasi ist. Und gleichzeitig sagt er hier: „But it felt like someone lit a fire in me." Und es kann natürlich sein, zum einen kann es sein, etwas entfachen, Feuer entfachen, im Sinne von, ne, da ist 'ne Motivation, da ist 'ne Vision, irgendwas, wo ich hin will, 'ne Motivation irgendwie, so 'n Spark haben. Es kann aber auch bedeuten, da wo die Leere war, da brennt jetzt plötzlich etwas. So was auch was Positives sein kann, vielleicht aber nicht ganz so positiv besetzt. Es kann aber auch bedeuten, dass da jetzt 'n Schmerz ist, weil etwas brennt. Ich stehe in Flammen. Ja, lasst uns noch mal weiterhören. dear fellow. And he tipped his hat and he smiled invitingly. Who knows why you felt this, but I felt like someone lit a fire in me. And I felt my stomach turning, I turned and I tried to find the word and concerned and the feeling disconcerting. It's strange, but I felt this weird yearning, a craving for something that was urging me over. And then to start conversing, I reached out my hand, he shook it during. He leaned in and said something disturbing. All I gotta know is you're the Ah, dann kommt die Stimme von Chris Webby rein. Und das Bild ist auch so krass, ne? Hm, ja, und da hat sich das mit dem Feuer geklärt, ne? Noch mal dieses, hm, wie er sich den Magen hält, ne? Und, es brennt in mir und das ist in meinem Magen quasi geht's richtig los. Und dann kommt aber genau in diesem Moment des Schmerzes und des zu Viels die Hand von genau ihm, die sagt: „Hier, komm, nimm meine Hand, ich helfe dir." Vermeintlich aus dem heraus, was er entfacht hat, was er selber entfacht hat. Da helfe ich dir raus. Ähm, ja. Und dann dieses, ne, hm, „All I gotta know is your desires." Was ist das, was du dir wünschst? Und dahinter dieses
Sag es mir. Und ich erfülle dir jeden Wunsch. Und wir sehen immer noch, ne, dieses Mal ist es farblich ganz anders dargestellt. Vorher haben wir mehr quasi das, so wie der Teufel hier hinten dargestellt ist, in weiß sozusagen, ne, mit schwarzen Linien. Und hier haben wir das Schwarz mit den weißen Linien, um nochmal den Kontrast darzustellen. Das ist ganz schön, weil hier haben wir ähm, den Ohrring von Ren, den er bei High Ren getragen hat. Dieses Kreuz. Ich glaube, den hat er auch nochmal bei ein oder zwei anderen Videos getragen, die ein bisschen älter sind. So. Und ich habe mich gerade gefragt mit diesem Ohrring und diesem Hypnotisierten, ob es, ich meine, Ren hatte ja durchaus, wie er auch gesagt hat in High Ren, also seine Phasen, die schwierig waren, auch mental, ne? So, ähm, wo er in sich diese Battle gekämpft hat mit inneren Stimmen. Teils durch die Krankheit ausgelöst, teils durch die Medikamente ausgelöst. Und was ist, wenn das eine Erfahrung von ihm war? So diese ganzen Gespräche mit dem Teufel oder mit der Versuchung von, ähm, ja, wenn ich jetzt meine Seele verkaufen könnte, um hier endlich rauszukommen aus diesem ganzen Scheiß, ich würde es machen. Wer weiß. Down my hand, he shook it during. He leaned in and said something disturbing. All I gotta know is your desires. Is it fame or fortune you aspire? To get up out this life that you've been living. Follow me, I'll walk you through the fire. I got every type of flavor in. You should see the budget of the catering. I don't wanna come off as a salesman, but I got the taste that you've been savoring. Das ist so geil, ne? Er kommt, sorgt dafür, dass es in Ren brennt, sozusagen, und dann sagt er, hey, ich helfe dir durch das Feuer. Ich habe da ein paar Angebote, ich brauche nur zu wissen, was du willst. Ich kann es dir geben, egal was es ist. Ich möchte nicht wie ein Verkäufer hier rüberkommen, aber ich bin gerade das Beste, was du kriegen kannst. So, egal was du willst. Na komm, let's go. Let your pain go, let the flames grow. I'll read every thought that's on your mind. Cause I know you got a name, so. Oh, diese Bilder. Entschuldigt, es wird noch ewig dauern, bis wir hier durchkommen. Oh, dieses Bild, ne? Also wirklich, Kudos an die Person, die das gemalt hat, die das verfasst hat. Grandios. Bah. Also wenn jemand weiß, wer das gemacht hat, gerne einmal in die Kommentare droppen. Wahnsinn. Es ist aber nicht, ich vergesse immer ihren Namen. Ist aber auch eigentlich so Teil der Crew von der Gang quasi von Ren drumherum. Macht doch auch den Merch-Kram und so. Und ich glaube, sie hat auch ein paar von den Zeichnungen gemacht aus den alten Sachen. Ist das von ihr? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und hier, genau, let your pain go. Das ist so ein bisschen dieses, ne, was ich gerade hatte mit diesem, wenn du krank bist und nicht das machen kannst, was du liebst und was dir wichtig ist. Hier, Teufel. Und das ist die Frage, ne? Wenn Ren hier von Teufel spricht, der irgendwie sagt, komm, ich mach dir einen Deal, ich helfe dir raus, dann ist die Frage, ne, ob Ren irgendwie irgendwelche schwierigen Angebote für entweder Operationen oder Medikamente oder irgendwas anderes bekommen hat. Ich habe auch gedacht, ob das noch irgendwie, aber das war ja alles vor seiner Krankheit mit dem Plattenvertrag quasi, der dann ja wegen der Krankheit nicht mehr geklappt hat. Ob das quasi auch, ne, dieses Plattenlabel Versuchung gewesen ist, von dem er hier spricht, ne? Also vielleicht auch generell von all den Verführungen, die das Leben so mit sich bringt. Ja. Und vielleicht geht es auch darum, ne, den Schmerz loszulassen, im Sinne von vergiss es, nimm irgendwelche Drogen oder anderes, irgendwelche schnellen Mittel, irgendwelche schnellen Hilfen, so, die dir helfen, den Schmerz loszulassen, den Schmerz, den körperlichen oder auch den mentalen Schmerz. So. Kann ja alles Mögliche sein. Let your pain go, let the flames grow. I'll read every thought that's on your mind. Cause I know you got a name, so why don't you just write it on this line? Here I got a pen and everything. Who needs a wedding ring? I offer the divine. I don't think you fully understand, but I promise that you will in time. So just make a choice. So I stood frozen at the crossroads of time. Took hold of his paper and I leant down to sign. Down
leere Blick, ne? Dieses völlig erschöpfte, müde, die Augenlider so weit runter und einfach nur dieses und es kann sein, dass das aus dieser Hypnose, aus dieser Trance heraus ist. Es kann sein, dass, weil wenn wir davon ausgehen, dass der Teufel quasi hier diese Flammen in ihm so stark genährt hat, weil er sagt ja, ne, plötzlich ich gucke dem Mann in die Augen und plötzlich entfacht in mir ein Feuer und alles brennt. Wenn wir uns mit dem Teufel sozusagen oder mit dem, was wir als böse empfinden, das, was in uns etwas hervorruft, was wir nicht haben wollen. Das kann ja dann auch einfach nur bedeuten, dass es unsere Ängste sind. Dass es Punkte sind, wo wir uns selbst verurteilen für Gedankengänge oder unseren Körper oder bestimmte Eigenschaften oder irgendwas, was wir irgendwann mal getan haben und was wir eigentlich nicht haben wollen. Und dass es einfach Momente gibt, wo uns das so ganz präsent in den Kopf kommt, dass wir es kaum aushalten und alles Mögliche versuchen, um davon wegzukommen. So. Ob es jetzt nur Doomscrolling ist, um bloß nicht mit den Gedanken konfrontiert zu sein, ob das YouTube-Videos sind oder ob es Sport machen ohne Ende ist oder tanzen gehen. Es muss ja nicht immer Drogen sein oder Medikamente oder was auch immer so, sondern es können ja so ganz normale Alltagsbanalkram-Sachen sein, die aber auch nicht helfen. Ne? Und wenn das so stark entfacht wird, dann ist der Wunsch, dass es endlich aufhört, noch größer. Und das ist das, was hier quasi der Teufel vermeintlich macht. Vielleicht holt er genau all diese Sachen in dem Moment mit dem Feuer hoch und entfacht in Ren das Verlangen, dass es endlich aufhört, weil es gerade so doll ist und so schlimm ist, dass er zu allem bereit ist dann, dass es aufhört. Und diese Müdigkeit, die das mit sich bringt, davor wegzurennen, das nicht haben zu wollen, dagegen anzukämpfen, das könnte man hier reininterpretieren, wenn man es wollte. Ja, was sagt ihr? Vielleicht ist es auch einfach nur die Leere. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil er nach unten guckt, um zu unterschreiben. Wer weiß. Okay, weiter. Ah, dieses Schriftgeräusch. I still remember Ja. back where I was from. See, I was the favorite, the morning sun. Das ist spannend, ne? Morning Sun. Eigentlich geht es ja, dachte ich, um den Sohn. Und hier ist natürlich aber jetzt die Sun, die Sonne. Was im Prinzip ja das Doppelspiel ist für, ich war der Favorit, ich war der Lieblingssohn von Gott sozusagen. Und damit das strahlende Beispiel, ne, was die Sonne quasi wieder sagt. Oder, weil ich kenne mich tatsächlich nicht so gut aus in dem ganzen religiösen Kram. Vielleicht heißt es doch Morning Sun mit U und nicht Son, also im Sinne von Sohn. Sagt mir das gerne in den Kommentaren, ob ich das gerade einfach nur verwechsel. Aber ja, krasses Bild. Und es ist so geil, ne? Die Stimme von Chris Webby, die da reinkommt und den Teufel repräsentiert oder Luzifer. Und wie raspy das Ganze ist. Und von Rens Stimme brauchen wir gar nicht erst sprechen. Also, er hat halt den Pakt mit dem Teufel gemacht, was soll ich sagen? Okay, weiter. The morning sun. See, I had ideas, but they said they're too grand. So they casted me out without reason to doubt. Now there's blood on my hands. Das ist spannend, ne? Ich hatte Ideen. Und man hat mir gesagt, die sind zu groß. Und deswegen wurde ich rausgeschmissen. Und jetzt habe ich Blut an den Händen. Das ist ein interessantes Bild. Weil wir wissen, Ren ist immer systemkritisch unterwegs. Und wenn wir das jetzt übertragen auf unsere Welt, wenn da jemand um die Ecke kommt mit so großen Ideen, die nicht in das System passen, so wie es aufgebaut ist, schwierig. So. Und das ist immer die Frage, ne? Wie geht man damit um? Also gerade wenn er sagt, now there's blood on my hands, kann es einfach sein, dass er nur Blut an den Händen hat, weil man ihm das nachsagt, weil er zu große Ideen hatte und deswegen so eine
so 'ne üble Nachrede stattgefunden hat und man ihm quasi lauter Dinge angedichtet hat, um ihn raushauen zu können aus dem System. Es kann sein, dass er, weil er rausgeflogen ist, so verzweifelt und so wütend gewesen ist, dass er deswegen mit seiner Wut losgezogen ist und eben dann andere Menschen dazu verführt hat, Schlechtes zu tun oder selber Schlechtes getan hat, indem er andere Menschen verführt hat, oder einfach nur so Schlechtes getan hat, ohne irgendjemanden anzustacheln. Und irgendwann dann, wenn wir jetzt bei Luzifer bleiben, anfing, andere anzustacheln oder zu verführen, in diese Deals reinzugehen und ihnen alles Mögliche zu versprechen, weil er die Macht hatte, das gleichzeitig dann aber alles getwistet hat. Und das ist ganz spannend, ne, weil es ging ja eigentlich darum, also zumindest nach der Mythologie, die ich irgendwie so kenne, dass Luzifer angeblich neidisch auf die Menschen war und gesagt hat, die haben zu viel Macht, die haben zu viele Freiheiten, die wir nicht haben. Und dass er deswegen quasi, weil er selbst diese Freiheiten haben wollte, glaube ich, rausgeflogen ist. Oder weil er die Menschen töten wollte. Ach verdammt, ich bin echt nicht gut in sowas. Ihr werdet mich aufklären, hoffentlich. Aber ja, dann hat er sich die Hände blutig gemacht. Genau. Und hier sieht man schon den nächsten Satz, aber da gehen wir gleich drauf ein. Reason to doubt. Now there's blood on my hands. See, I've been that one with the silver tongue. Yeah, they say I falling, but never run. Following the calling. I've been all in with the barrel of a loaded gun aimed at the masses, at their masses. Yeah, the darkness gon' get you. You can say a prayer if it helps you. That cross won't protect you from. Wow. Okay, okay. Also, sie sagen, ich sei gefallen. Moment, lasst uns das hier durchgehen. Genau. See, I've been that one with a silver tongue. Genau. They say, I have fallen, but never run. Das ist auch spannend. Following a calling. Da sind wir bei den Ideen wahrscheinlich, die er hatte, ne? Lasst uns hier nochmal kurz. Yeah, they say I falling, but never run. Following the calling. I've been all in with the barrel of a loaded gun aimed at the masses, at their masses. Aimed at the masses, also die Massen. At their masses. Also an der Messe, was wieder quasi dann das, was Religiöses ist. Und hier sieht man dann, ne, diese verzweifelte Figur oder Person hier vorne und dann hinten das gleiche Abbild, dann nur eben mit den Teufelshörnern. Mhm. Ja, spricht für diese Theorie, ne, dass er gegen die Menschen vermeintlich war, aber vielleicht auch einfach verzweifelt. Ja, ist spannend. Weiterhören. Yeah, the darkness gon' get you. You can say a prayer if it helps you. That cross won't protect you from the light, bringing lost angel. Shit, I only came to entertain you. But since we made ourselves a deal, you gon' be my fucking puppet till it breaks you. I'ma chain you to the ground. I'll enslave you. Look around. Ain't nobody coming here to save you. I'ma take you way down. Und da sind wir schon, ne, bei dem, was Luzifer quasi vermeintlich macht mit uns. So, uns verlocken, uns quasi in diese Verlockung hineinführen und uns dort halten mit Versprechungen. Und ne, im übertragenen Sinn ist es das ja, was wir machen. Wenn wir irgendwas haben, was wir vermeintlich haben wollen, was wir begehren, so, was uns verlockend erscheint, dann ist das, was beginnt, Dopamin, Möglichkeit. Oh ja, das wollen wir, das wird uns weiterbringen, das wird richtig gut werden, das gibt uns Wert, das gibt uns Hoffnung, das gibt uns was auch immer, Gefühl von Geliebtsein oder so. Und dann wird da ganz viel, kommt so ein Tunnelblick rein und ganz viel Energie fließt da rein in die Umsetzung dieses Plans. Das heißt, es ist dieses Locked-in, was wir dann haben, wenn wir in diesem Verführerischen sind, was uns etwas Vermeintliches verspricht. Und das kennen wir alle. So, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber ja, das ist ganz spannend, ne, dass das so dieses Teufelsding quasi geworden ist. Und ich finde das ganz spannend, weil wir haben eigentlich diesen Sprung von, ich war der Liebling, ich hatte echt viele Ideen, aber man sagte mir, die waren zu groß, die Ideen, und dann wurde ich rausgeschmissen. Bin auf der Erde gelandet und dann ist er quasi böse geworden. So, vermeintlich. Ähm, aber man könnte es auch so deuten, dass Luzifer einfach die Ideen, die zu groß waren, dass er uns die in den Kopf setzt.
dass er uns diese großen Ideen, die er hat, in den Kopf pflanzt und uns danach streben lässt und uns locked in macht und wir dafür über Leichen gehen teilweise, dass wir uns verraten, andere Menschen verraten dafür, ähm, dass wir uns darüber teilweise arm machen, dass wir uns leer machen dafür, um es zu erreichen, so wie so eine Sucht. Ähm, ja, das ist ein spannender Gedanke. Was sagt ihr dazu? Macht das Sinn? Ne, dieses I enslave you, look around. Dass wir so von dieser Versuchung beherrscht werden, dass wir nichts anderes mehr sehen und tun können, als dem zu folgen. Save you, look around, ain't nobody coming here to save you. I'ma take you way down. Cause yeah, I know I've been around, but still I got some shit to prove. And I don't really give a fuck how it's gotta happen, but just know that you gotta fucking deal with the devil written. So shut up and listen to play me some blues. And just know the choice that you made today will be the last thing that you ever choose. Entschuldigt, dass ich das Gitarrensolo unterbreche, aber dieses, ey, du hast 'n Deal mit mir gemacht. Also, spiel mir 'n fucking Blues. So. Und 'n Blues ist ja nur auch etwas, ne, was dieses Traurige, dieses Leidende hat. Dieses: „Ich habe das Mädchen nicht gekriegt" oder „Ich bin allein" oder „Ich bin broke" oder was auch immer, so. Ähm, und was hat er noch gesagt? Hat er noch was gesagt? Genau, „The last thing that you ever chose" ist quasi der Teufel. Ähm, und das ist auch wieder genau dieser Punkt, ne, dieses du kannst jetzt gerne einen Blues darüber schreiben, wie dass ich das Letzte in deiner Welt bin, was du noch begehren wirst. Es wird nichts anderes mehr geben in deinem Leben. Du hast 'n fucking Deal mit mir gemacht. Und manchmal ist es so, wenn wir uns 'ner Sache widmen, wenn wir aus irgendwelchen Gründen wenn wir jetzt zum Beispiel zum Money Game gehen, Money Game 3, so, haben wir Little Jimmy, der sich geschworen hat, dass er seinen Vater stolz machen wird. So. Und der ist so locked up in dieser Vorstellung, dass er alles dafür tut. Und das ist nie genug. Sein Vater sagt ihm immer: „Ja, noch immer nicht erreicht. Bist immer noch nicht der fucking König. So, es gibt immer noch Leute, die über dir stehen. Du hast es noch nicht geschafft. Bin nicht stolz auf dich." Und dann irgendwann stirbt der Vater und war nie stolz auf ihn. Und das lässt Jimmy verzweifeln und dann am Ende sorgt dafür, dass er unvorsichtig wird, so verletzt wird, dass er nicht mehr laufen kann und seinen Erfolg so nicht mehr weiterführen kann wie vorher. So, das heißt ja nicht, dass Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sind, keinen Erfolg haben können. Aber für Jimmy war das so sehr ein Rückschlag, dass er das Gefühl hat, jetzt ist wofür überhaupt noch? Mein Vater ist tot, ich sitze hier, habe vermeintlich nichts erreicht, nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Zack, so, 45 on his head. So, ähm, und das kann sowas sein. The last thing that you ever choose. Ähm, aber es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen, das ist das Gute. Aber jetzt spielt Ren erst mal den fucking Blues. Dabei die Augen, ne? Wahnsinn. Und immer im Kreis drehen. Ist so geil. Ja, sehr geil. Gab's hier steht da irgendwas, wer das gemacht hat, das Video?
Ne, schade. Genau, egal. Ähm, Das war fucking awesome. Ich freue mich so sehr auf das Album. Oh mein Gott. Ähm, wow. Ja, mir fehlen die Worte zum Schluss. Ich glaube, ich habe alles rausgehauen, was in mir war. Und jetzt werde ich mir noch 50 Mal das Video angucken und den Song anhören und das auf meine Playlist packen, wenn es irgendwie zur Verfügung steht. Was sind eure Gedanken? Was sind eure Interpretationen? Was habe ich verpasst? Ich habe bestimmt einiges wieder verpasst. Gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte, bitte, bitte hinterlasst mir einen Like. Hm, und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Die Rennreise wird auf jeden Fall weitergehen. Ich habe auch schon einige andere Videos, auf dem Kanal zu Rennen, und natürlich auch zu anderen Künstlern, unter anderem Chinchilla. Schaut da also auch gerne schon mal rein. Und ansonsten, jedes Mal, wenn irgendwas droppt, was ja jetzt mit dem neuen Album durchaus öfter passieren kann, werde ich dabei sein. Von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, ihr wisst, was zu tun ist. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann.